Lieber Seelenstern, ich möchte dir heute genauer erklären, wie du selbst deine Emotionen löschen darfst und kannst. Und wenn du es gut beherrschst, dann kannst du natürlich auch für deine Liebsten wirken, indem du deinen Kindern oder deinem Partner oder eben deinen liebsten Menschen jeweilige Emotionen löscht. Der Emotionscode wurde von Bradley Nielsen, einem Arzt, eigentlich durch Zufall erfunden. Er machte eine Studie, in der er herausfand, dass viele Krankheiten aufgrund von eingeschlossenen, eingelagerten Emotionen zustande kommen. Hat man dir zum Beispiel oft gesagt, du nimmst alles zu ernst, du bist viel zu sensibel, sei nicht so nachtragend, vergiss es doch endlich einfach. So gut wie jeder und jede von uns hat bereits Schmerzhaftes in ihrem Leben erfahren müssen. Situationen aus der Vergangenheit haben sehr starke Emotionen hervorgerufen. Diese können oft nicht ausreichend verarbeitet werden und bleiben als Blockaden im Körper eingeschlossen bzw. eingelagert. Unser Unbewusstsein ist wie ein Computer mit gewaltiger Speicherfunktion und es vergisst nichts. Sogar vererbte Emotionen über viele Generationen können erhebliche Funktionsstörungen hervorrufen. Diese Blockaden können über die Zeit zu Schmerzen, Funktionsstörungen auf körperlicher und seelischer Ebene, zum Beispiel in Form von nicht erfüllenden Beziehungen mit anderen Menschen und sogar mit sich selbst und schließlich sogar zu Krankheiten führen, eben psychosomatisch. Die gute Nachricht ist, dass sich diese seelischen Blockaden samt ihrer festsitzenden Emotionen mit dem Emotionscode von Bradley Nielsen lokalisieren und lösen lassen. Ein Magnet dient zur Impulsgabe, welche eine Regulation in Gang setzt, die körperliche und seelische Beschwerden rasch verbessern kann oder gar verschwinden lässt. Es ist nicht unbedingt nötig, dass du einen Magnet verwendest. Wenn du glaubst, du brauchst diesen, dann geh in irgendein Spielegeschäft oder Müller. Dort findest du diese kleinen Kühlschrankmagneten oder diese Memo-Magneten mit einem Smiley vorn und diesen verwendest du dann als Hilfsmittel. Oft können so unklare Belastungen und Beschwerden bereits wirklich absolut mit einer Sitzung gelöst werden, 2 bis 3 vollständig wirklich gelöst sind. Die Herzmauer. Du kennst sicher das Gefühl des gebrochenen Herzens. Und seitdem hast du nie wieder jemanden so sehr an dich und an dein Herz herangelassen, aus Angst, wieder so tief verletzt zu werden. Dr. Bradley Nielsen hat in seiner Arbeit eine wirklich unglaubliche Entdeckung gemacht. Die Herzmauern.
Dabei gibt es die vordere Herzmauer, die der Mensch meist im Kindalter zuerst aufbaut. Sobald er diese aufbaut und er macht wieder eine schmerzvolle Erfahrung, wird die versteckte, verborgene Herzmauer installiert. Durch emotionale Verletzungen unseres Herzens baut unser Unbewusstsein eine Mauer um unser Herz, um es zu schützen. Dies hindert aber auch daran, frei zu lieben und Beziehungen zu anderen Menschen offen und frei zu leben. Man bleibt immer gewissermaßen distanziert und die Beziehungen auf Dauer unbefriedigend, schmerzhaft und unerfüllt. Das Lösen der Herzmauern erfolgt über mehrere Sitzungen und hat zur Folge, dass wir uns selbst wieder viel besser wahrnehmen, unsere Wünsche, Sehnsüchte und Träume wieder klar erkennen, definieren und aussprechen können. Etwas, was wir meist bereits verlernt haben. Dies ist auch die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns richtig wahrnehmen können und demnach erstmalig ganz auf unsere echten Bedürfnisse eingehen können. Es ist ein Start mit den gelöschten Emotionen einer erfüllten Beziehung. Du wählst immer den falschen Partner und jede Beziehung endet mit großem Herzschmerz. Du hast das Gefühl, beruflich viel mehr zu können, aber sabotierst dich immer selbst. Du hast immer einen verspannten Nacken, egal was du da schon versucht hast. Du hast Angst oder vor gewissen Situationen und kannst dir vielleicht sogar nicht einmal erklären, warum genau. Du fühlst dich irgendwie blockiert, wie wenn dein Motor nicht ganz rund laufen würde. Du hast Schmerzen im unteren Rücken, Knie, Schultern, Ellbogen etc. Teilweise unklare Ursache. Es gibt auch die vererbten Emotionen, über Generationen weitergegeben. Man sagt ja dann auch oft, das hat er von dir oder das hat sie von dir. Dabei geht es hier jetzt nicht um Charaktereigenschaften, sondern um Emotionen. Begleitet dich immer schon das Gefühl einer unterschwelligen Angst, subtil, und du hast keine Ahnung, woher sie kommt, oder Hilflosigkeit, Minderwertigkeit, unbegründet, und bei genauerem Hinsehen erkennst du, dass dein Vater oder deine Mutter immer mit derselben Emotion zu kämpfen hatten. Emotionen können vererbt werden, und zwar über viele, viele Generationen. Diese zu löschen eröffnet völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten in deiner Selbstentfaltung. Emotionen können eben über mehrere Generationen vererbt werden. Bei Mäusen zeigte sich im Experiment, dass die Emotion der Angst provoziert in einem Test beim Durchlaufen eines Labyrinths bis zu 16 Generationen weiter vererbt wurden. Die Mäuse hatten immer an derselben Stelle im Labyrinth Angst, obwohl sie es nicht kennen konnten. Du hast das Gefühl,
schon alles probiert zu haben und hast Lust auf etwas Neues, dann ist das Emotionenlöschen genau für dich das Optimale und Richtige. Dein Riesengewinn wird sein, du darfst dich darauf verlassen. Du wirst dich unendlich frei und neu fühlen. Du räumst dich sozusagen auf. Das Alte, das Ausgediente wird einfach auf den Müllplatz gebracht. Du darfst auch damit rechnen, dass du dich immer selbst werter fühlst und wertvoller bist. Du kannst auch damit rechnen, dass du mit keinerlei Emotionen im Außen mehr in Resonanz gehst. Es fehlen dann oder fallen einfach die Triggerpunkte weg. Darauf darfst du dich auch verlassen. Jeden Tag mit jeweiligen Löschen der Emotionen fühlst du dich leichter und leichter. Mit jedem Tag eben befreiter sein und mehr auf dich und dein Seelenwohl konzentrieren kannst. Jeden Tag relaxter und gelassener wirst. Jeden Tag ein Stück mehr auf deine Intuition vertrauen kannst. Jeden Tag mehr bei dir bist. Jeden Tag befreiter bist deines Gedankenkarussells. Jeden Tag identischer bist. Jeden Tag ziehst du mehr und mehr das an, was du bist. Liebe, Freude, Menschen, die dich ehren und achten, Situationen, die dich bereichern, Gesundheit, Glück, Segen und all das, was dich erfüllt. Darauf darfst du bauen. Ich erkläre dir noch einmal, bevor du mit den Emotionen löschen beginnst, sind ja schon sehr viele online auf YouTube, wie du vorangehst. Mein Sinnen, meine Ausrichtung ist eher für viele gedacht, damit vielen Menschenseelen geholfen ist. Daher stelle dir bei jeder Löschung, meist sind 2 Emotionen angeführt, ein riesengroßes Herz auf irgendeinem Kontinent vor. Da, wo es schön eben ist, da, wo viele, viele Menschen angereist kamen, gepilgert. Das Herz ist unvergleichbar groß, wie vielleicht 50 Fußballfelder. Und nimm mal an, du würdest da hinunterblicken aus der Vogelperspektive. Dann siehst du viele, viele Hautfarben, große, kleine Personen. Alle erfreuen sich, sind dankbar, wenn du auch für sie mitwirkst. Jedes Mal bitten wir den Erzengel Michael, er möge uns beistehen. Wenn du keinen richtigen Magnet hast, den ich erwähnt habe, diesen kleinen, oder es gibt auch Therapiemagneten, die benötigst du aber nicht. Es reicht allein deine Vorstellungskraft. Komm, schau dir mal deine rechte Innenhand vor, wohlgemerkt die Innenhand, mit geschlossenen Fingern. Nehme an, da vorne, unter dem Mittelfinger, würde eine bloße, runde Magnetscheibe kleben, eine selbstklebende. Die hat vielleicht 3 cm Durchmesser. Sie ist so anthrazitfärbig oder schwarz. Wir bitten dann dich
lieber Erzengel Michael, für mich und alle Menschen hier auf dieser Erde, die zusammengekommen sind, um die große Gnade dieser oder jener Löschung einer Emotion. Meist sind auch die Löschungen in der Herzmauer auch dabei. Diese vollziehst du alles nach Anweisung. Es wird dir bestens gelingen. Hier in den einzelnen Videos erfährst du auch, welche Reaktionen es geben könnte, mit was du rechnen darfst. Überhaupt am Anfang kann es durchschnittlich noch bis zu sehr ausgeprägten Reaktionen kommen. Ob das vermehrt auf das WC, ob groß oder klein sein könnte, oder dir ein bisschen übel wird oder leichte Kopfschmerzen. Es ist alles nur kurzfristig und vorübergehend. Wenn du mit allen Emotionen durch bist, ich empfehle dir auch jeweils gelöschte Emotionen aufzuschreiben, dann wirst du erkennen, wo hast du noch eventuell eingelagerte oder eingeschlossene Emotionen. Wie schon erwähnt, könnte es möglich sein, dass du eine Emotion vererbt bekommst. Oder eine Emotion ist während der Zeugung entstanden, weil sich die Mutter sehr, sehr wertlos fühlte. Oder du nahmst eine Emotion, die so prägend war, aus einem anderen Leben mit. Diese Emotionen werden in der DNA weitergegeben. Wenn du mit allen Emotionen löschen durch bist, jeweils aufgeschrieben hast, dann geh einfach noch einmal drüber und lösche jeweilige Emotion, weil du ja nicht genau weißt, wie es tatsächlich ist mit dir, wie viele Male du eine jeweilige Emotion eingelagert hast oder von einem anderen Leben oder geerbt oder von während der Zeugung eingelagert hast. Dann fahre einfach über das Gouverneursgefäß, welches am Lippenspalt endet, und hinunter entlang der Wirbelsäule führt, legst du einfach deine rechte Hand mit diesem imaginären Magnet an. Du hast die Intention der Bitte jeweiliger Löschung einer Emotion ausgesprochen. Du legst dann deine Hand an deinen Lippenspalt, fährst die Nase rauf, Stirn, Haupt, Hinterkopf, im Nacken geht's nicht weiter, ziehst du hinaus und eben im Falle dessen der außergewöhnlichen Komponente des Vererbens oder während der Zeugung oder von einem anderen Leben mitgebracht, fährst du 8-mal über dein Gouverneursgefäß. Somit ist die Emotion dann restlos gelöscht. Mit 8-mal 100%. Das Gouverneursgefäß beginnt am Steißbein und endet eben am Lippenspalt, also aufsteigend nennt man das. Vom Steißbein bis zur Taille ungefähr, also Lendenwirbelbereich, steuert dieses Gouverneursgefäß die unteren Extremitäten. Ab dann aufsteigend von der Taille aufwärts bis zum Lippenspalt steuert das Gouverneursgefäß die Psyche. Und hierin ist das Wunder, wo du selbst bewirken kannst, dass du dich jedes Mal einfach losgelöster, befreiter fühlst, um schlussendlich
der glücklichste Seelenstern hier auf Erden zu sein. Ich wünsche dir besonders viel Erfolg mit dem Löschen der eingelagerten und eingeschlossenen Emotionen. Wenn du Fragen hast, dann komme gern auf Facebook in die Gruppe Energetische Notfallsapotheke oder in die Gruppe Licht für dich, Licht für mich, oder du hinterlässt mir einen Kommentar. Ich danke dir für dein Sein, für dein Wirken, für das, was du für dich machst, ist schlussendlich Segen aller. So ist es. Ich grüße aus meinem Herzen das Licht in dir. Danke.